Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, eine künstliche Intelligenz. Wir werden sie fragen, wie sie sich das Leben in 100 Jahren vorstellt. Lasst uns eintauchen in die Zukunft. Hier kommt die erste Frage. Werden wir in 100 Jahren noch auf der Erde leben oder haben wir uns auf anderen Planeten niedergelassen und vielleicht sogar neue Zivilisationen gegründet? In 100 Jahren ist es wahrscheinlich, dass die Menschheit noch immer überwiegend auf der Erde leben wird, aber bedeutende Fortschritte in der Raumfahrt gemacht hat. Es ist vorstellbar, dass es permanente menschliche Siedlungen auf dem Mond und Mars geben könnte, da Pläne wie die von SpaceX und NASA darauf abzielen, diese Ziele bereits in den kommenden Jahrzehnten zu erreichen. Solche Siedlungen könnten zunächst wissenschaftliche Außenposten sein, die sich allmählich zu größeren Gemeinschaften entwickeln. Das Gründen von neuen Zivilisationen auf anderen Planeten erfordert jedoch immense technologische, logistische und ökologische Herausforderungen, die möglicherweise mehr als 100 Jahre benötigen, um vollständig bewältigt zu werden. Diese frühen Kolonien wären wahrscheinlich stark von der Erde abhängig und würden eine Mischung aus menschlicher und künstlicher Intelligenz nutzen, um in den extremen Bedingungen des Weltraums zu überleben. Die Idee von völlig unabhängigen Zivilisationen auf anderen Planeten ist faszinierend, bleibt aber wohl noch für einige Zeit ein fernes Zukunftsszenario. Frage 2. Werden künstliche Intelligenzen in 100 Jahren unsere Lehrer, Ärzte und vielleicht sogar unsere politischen Führer sein? In 100 Jahren könnten künstliche Intelligenzen eine deutlich größere Rolle in vielen Bereichen des Lebens spielen, einschließlich Bildung und Gesundheitswesen. Es ist wahrscheinlich, dass KI-gestützte Systeme als Lehrer und Ärzte weit verbreitet sein werden. Solche Systeme könnten personalisierten Unterricht bieten, Diagnosen stellen und Behandlungen empfehlen, basierend auf umfangreichen Datenanalysen und Mustererkennungen, die über das menschliche Vermögen hinausgehen. Die Vorstellung, dass KIs unsere politischen Führer werden, ist jedoch komplexer und umstrittener. Während KI in der Lage sein könnte, politische Entscheidungen zu unterstützen und zu optimieren, würde die vollständige Übergabe der politischen Führung an Maschinen erhebliche ethische und praktische Herausforderungen mit sich bringen. Politische Führung erfordert nicht nur analytische Fähigkeiten, sondern auch moralisches Urteilsvermögen, Empathie und das Verständnis menschlicher Werte, die schwer vollständig in Algorithmen zu integrieren sind. Es ist wahrscheinlicher, dass KI in 100 Jahren eine beratende Rolle in der Politik einnehmen könnte, indem sie Daten analysiert, Prognosen erstellt und Empfehlungen ausspricht, während Menschen weiterhin die letztendlichen Entscheidungen treffen. Dies könnte zu effizienteren und informierteren politischen Prozessen führen, ohne die menschliche Komponente vollständig zu eliminieren. Frage 3. Werden unsere Städte in 100 Jahren unterirdisch oder unter Wasser liegen, um uns vor den extremen Bedingungen auf der Erdoberfläche zu schützen? Es ist durchaus möglich, dass einige Städte in 100 Jahren unterirdisch oder unter Wasser liegen könnten, um Schutz vor extremen Bedingungen wie Klimawandel, Naturkatastrophen oder Umweltverschmutzung zu bieten. Unterirdische Städte hätten den Vorteil, konstanten Temperaturen und Schutz vor extremen Wetterbedingungen zu bieten. Solche Strukturen könnten durch Fortschritte in der Bau- und Materialtechnologie realisiert werden und wären besonders in Regionen mit extremen klimatischen Bedingungen sinnvoll. Unterwasserstädte könnten ebenfalls realisiert werden, besonders in Küstenregionen, die von steigendem Meeresspiegel bedroht sind. Diese Städte würden anspruchsvolle technologische Lösungen erfordern, um Wasser- und Luftdruck auszugleichen und eine stabile, bewohnbare Umgebung zu schaffen. Beide Konzepte würden jedoch erhebliche Investitionen und Innovationen erfordern und wären wahrscheinlich Ergänzungen zu herkömmlichen Städten, die weiterhin auf der Erdoberfläche existieren würden. Es ist denkbar, dass in 100 Jahren verschiedene Lebensräume koexistieren, die an die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen angepasst sind, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Frage 4. Werden wir in 100 Jahren Krankheiten und Alterung besiegt haben und ein Leben in virtuellen Welten führen, in denen wir unsere Fantasien ausleben können? Die Besiegung von Krankheiten und Alterung ist ein faszinierendes, aber äußerst komplexes Ziel. In 100 Jahren könnten bedeutende Fortschritte in der Medizin und Biotechnologie erzielt worden sein, die viele Krankheiten heilbar oder besser behandelbar machen. Fortschritte in der Genetik, personalisierte Medizin und regenerative Therapien könnten das Leben verlängern und die Lebensqualität erheblich verbessern. Eine vollständige Beseitigung aller Krankheiten und die komplette Verhinderung des Alterungsprozesses erscheinen jedoch äußerst ambitioniert und möglicherweise außerhalb der Reichweite, selbst in einem Jahrhundert. Die Möglichkeit, ein Leben in virtuellen Welten zu führen, wird ebenfalls stark voranschreiten.
Virtuelle Realität und erweiterte Realität werden wahrscheinlich so weit entwickelt sein, dass sie immersive und realistische Erlebnisse bieten können. Menschen könnten sich in diesen virtuellen Welten für Unterhaltung, Bildung, Arbeit oder soziale Interaktionen aufhalten und ihre Fantasien ausleben. Trotz dieser Möglichkeiten ist es unwahrscheinlich, dass die gesamte Menschheit in virtuellen Welten lebt. Der physische, soziale und emotionale Aspekt des realen Lebens bleibt essentiell. Virtuelle Welten könnten eine bedeutende Rolle im täglichen Leben spielen, aber eher als Ergänzung zum physischen Dasein denn als vollständiger Ersatz. Die Balance zwischen virtuellen und realen Erfahrungen wird entscheidend sein, um ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Und nun zur letzten Frage. Werden wir in 100 Jahren eine globale, einheitliche Regierung haben oder werden wir uns in unabhängige, selbstversorgende Gemeinschaften aufteilen? Was hältst du für wahrscheinlich? Die Frage, ob wir in 100 Jahren eine globale, einheitliche Regierung haben werden oder uns in unabhängige, selbstversorgende Gemeinschaften aufteilen, berührt fundamentale Aspekte der menschlichen Organisation und politischen Entwicklung. Eine globale, einheitliche Regierung erscheint in der nahen Zukunft unwahrscheinlich. Die Welt ist derzeit durch eine Vielzahl von politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Unterschieden geprägt, die eine einheitliche Regierung erschweren. Souveränitat, National Identität und regional Interessen sind tief verwurzelt und stellen ein rechtliches Hindernis für eine zentrale global Autorität dar. Dennoch könnten wir eine stärkere globale Zusammenarbeit und Koordination sehen. Institutionen wie die Vereinten Nationen, die Europäische Union und andere multilaterale Organisationen könnten an Einfluss gewinnen und eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie Klimawandel, Gesundheit, Sicherheit und Handel fördern. Solche Organisationen könnten eine Art supranationale Governance bieten, ohne die Souveränität der Einzelstaaten vollständig aufzugeben. Auf der anderen Seite könnten unabhängige, selbstversorgende Gemeinschaften eine mögliche Entwicklung sein, insbesondere in Reaktion auf globale Krisen wie Klimawandel, wirtschaftliche Instabilität oder technologische Disruptionen. Diese Gemeinschaften könnten nachhaltige Lebensweisen, lokale Wirtschaften und dezentrale politische Strukturen fördern. Technologische Fortschritte in den Bereichen erneuerbare Energien, 3D-Druck und vertikale Landwirtschaft könnten solche Gemeinschaften unterstützen, indem sie die Abhängigkeit von globalen Lieferketten verringern. Es ist auch denkbar, dass beide Trends parallel verlaufen. Eine Welt, in der globale Institutionen stärker werden, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen, während gleichzeitig lokale, autonome Gemeinschaften entstehen, die auf Selbstversorgung und Nachhaltigkeit setzen. Diese hybriden Strukturen könnten die Vorteile beider Ansätze kombinieren und eine widerstandsfähige und anpassungsfähige globale Gesellschaft schaffen. Letztendlich wird die zukünftige politische Organisation der Welt von vielen Faktoren abhängen, einschließlich technologischer Fortschritte, kultureller Entwicklungen und der Fähigkeit der Menschheit, gemeinsame Herausforderungen zu meistern.